Wir unterhalten uns über das Buch On the Way to New Work, ganz nah verbandelt mit dem Podcast On the Way to New Work. Wir haben dieses Buch geschrieben, um Menschen dabei zu unterstützen, Stärke und Kraft aus ihrer Arbeit zu ziehen. Wir befassen uns einerseits damit, was braucht der Mensch persönlich, dann gucken wir, was brauchen Teams für ein besseres Miteinander, was brauchen Unternehmen und was braucht die Gesellschaft. Und wenn wir das Thema New Work anschauen, dann wird ja manchmal auch so gesagt, das ist auch ein bisschen was für Träumer, so Sozial-Arbeitsromantik des 21. Jahrhunderts. Und wir wissen, es entstammt auch einer Utopie. Und Michael hat sich sehr intensiv mit Utopien befasst. Und wir wollen uns ein bisschen ins Kreuzverhör nehmen zum Thema Utopien. Was sind deine Learnings, was sind deine Takeaways, was denkst du überhaupt darüber? Und ist New Work ein Thema für Träumer? Vielleicht fangen wir damit an, bevor Christoph dann die nächste gemeine Frage stellt. Sowieso auch, aber bevor er sagt, was mit Träumern, ich muss einen Hinweis geben. Moment. Michael. Ja, jetzt kommt Christoph gleich und holt den Utopisten Nummer 1. Michael hat uns hier für das House of New Work ein Foto geschenkt von einem mittlerweile guten, aber auch jetzt leider verstorbenen Freund, der nämlich diese Utopia entwickelt hat. Und das ist nämlich das Bild, was wir dazu bekommen haben. Und ich finde, da wird nämlich besonders deutlich, wie man New Work auch sehen sollte. Man darf nicht vergessen, nicht dogmatisch drauf zu schauen. Ja, Frithjof Bergmann hat in den 80er Jahren den Begriff New Work geprägt. Damals haben Christoph und ich und auch Svante sich damit noch nicht beschäftigt. Uns ist der Begriff eigentlich erst vor 5, 6 Jahren begegnet, als wir beide uns vermehrt damit beschäftigt haben, wie sich Arbeit verändert. Irgendwann kam einer von uns beiden mit dem Wort New Work, ohne zu wissen, wo es herkam. Und die Entscheidung, uns mit dem Thema zu beschäftigen, die haben wir gefällt, bevor wir wussten, dass New Work als Utopie gedacht war. Als wir damit angefangen haben, war es ein Buzzword, das für so Phänomene wie, es gibt Tischkicker, Mate-Tee-Kühlschränke, lustige Post-its an der Wand, man darf seine Hunde mit ins Büro bringen und man macht keine Meetings nach 17 Uhr. Eher das war, was man mit dem Begriff New Work verbunden hat. Und als wir dann uns dazu entschlossen haben, da mal ein bisschen tiefer reinzubohren und zu fragen, ist denn da wirklich was? Ist das nur ein Buzzword oder steckt da etwas dahinter? Gab es diese Utopie schon 40 Jahre. Und ich erinnere noch den Tag auf Mallorca, als ich irgendwie aufgeregt auf dich zugerannt kam und sagte, Christoph, da gab es schon mal jemanden, der hat zu New Work geschrieben. Frithjof Bergmann. Also du bist mit dem aufgeklappten Laptop die Treppe runtergekommen, Sporthose noch an, T-Shirt, und du warst sogar noch aufgeregter als das, weil man konnte dir ansehen, oh Gott, wir müssen das alles neu machen. Wir müssen noch mal alles neu machen. Und was war die Utopie von Frithjof Bergmann? Frithjof Bergmann war damals Professor für Philosophie in Ann Arbor, an der Universität Ann Arbor, und hat in einem Konflikt von einer Tochterfirma von General Motors als Schlichter gewirkt. General Motors wollte damals zum ersten Mal in der ersten großen Automobilkrise in Detroit 50% der Belegschaft entlassen. Und Frithjof Bergmann hat dann mit den Parteien verhandelt, dass niemand entlassen werden würde, sondern dass die Hälfte der Belegschaft von Januar bis Juni arbeiten sollte und der andere Teil von Juli bis Dezember. Und er zusammen mit weiteren Mitstreitern dafür sorgen wollte, dass die Menschen die freie Zeit nutzten, um für sich selber herauszufinden, was im Leben denn sonst noch so möglich sei. Das war die Begründung der New Work-Bewegung. Und er hat es dann später einmal formuliert, hat gesagt, ich glaube, die Menschen werden in Zukunft 1/3 ihrer Zeit nur noch für einen Erwerbsjob verwenden. 1/3 ihrer Zeit werden sie Dinge selber herstellen. Er hat damals den 3D-Drucker in seiner Bedeutung vorhergesagt, hat ihn Personal Fabricator genannt. Und ein weiteres Drittel würden die Menschen sich der Tätigkeit zuwenden, die sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Also so etwas, was wir heute unter dem Thema Purpose diskutieren. Das habe ich Christoph vorgelesen und habe gesagt, wow, das ist jetzt die Bandbreite. Mhm. Diese Utopie auf der einen Seite und die Post-its und die Hunde im Büro auf der anderen Seite. Und da war für uns beide klar, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, müssen wir erstens Frithjof Bergmann treffen, um mit ihm über seine Grundidee zu sprechen, und zweitens uns eben auch damit beschäftigen, was haben eigentlich andere Menschen vorgedacht, wie sich Arbeit utopisch gesehen verändern kann. Für andere Menschen ist ein gutes Stichwort, weil wir ja auch ganz viele andere Utopien noch betrachtet haben in dem Kapitel. Was sind so die vielleicht 2 Utopien, die du jetzt noch zusätzlich am beeindruckendsten findest?
und was können wir heute daraus lernen? Ich fange mal mit so Teilutopien an. Es gibt, wenn wir mit Menschen sprechen in unserem Podcast und auch mit unseren ZuhörerInnen sprechen, hören wir immer wieder den Vorwurf, New Work ist ja nur was für so eine Bubble, ist nur was für eine Elite. Und wie wollt ihr denn alle Menschen mitnehmen? Und immer dann kommt mir ein utopisches Konzept in den Sinn, was ich eben sehr ganzheitlich gedacht finde. Und das ist das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Konzept, bei dem die Erdenker davon ausgegangen sind, dass man Arbeit und Lohn entkoppeln muss, damit Arbeit wieder freudvoller, zielgerichteter, sinnhafter sein kann und Menschen einmal durch die zur Verfügungstellung eines bedingungslosen Grundeinkommens in eine Lage versetzen muss, viel freier zu entscheiden, womit wollen sie sich inhaltlich wirklich beschäftigen. Es gab in Deutschland einen Unternehmer, der auch leider viel zu früh gestorben ist, vor einigen Wochen, Götz Werner, der Gründer von DM, der sich diesem Thema sehr verschrieben hat. Und das ist ein Konzept, das eben davon ausgeht, dass wir in einer idealen Welt Menschen unabhängig von ihrer Ausbildung und ihrer Herkunft einen bestimmten Betrag monatlich zur Verfügung stellen sollten, und um damit einfach mehr Gerechtigkeit zu bekommen. Was mich am stärksten gehuckt hat, war der Moment, und ich weiß noch so, wir sind dahin geflogen, als wir Friedrich das erste Mal interviewt haben, Folge 100, und so ein bisschen behind the scenes. Ich versuche im Flieger zu schlafen, ich bin dann müde. Michael liest dann den gesamten Flug ein Buch und ist dann immer noch wach. Und ich frage mich, wie? Und dann wache ich auf und dann sagt er, du hast das Buch gar nicht gelesen. Nein, habe ich nicht gelesen. Also das Kapitel, das, jeder Aspekt. Und dann war ich mir so, wow, das ist so viel, was kann man da alles machen? Und dann dachte ich, wir philosophieren da irgendwie rum. Und der Moment, als wir da saßen und er dann ganz konkret wurde und sagte, entscheidend ist, dass wir jetzt die technologischen Möglichkeiten haben. Wir haben jetzt die Technologie entwickelt, die es uns möglich macht, Arbeit völlig anders aufzubauen, zu denken, zu organisieren als bisher. Das Arbeit kann wirklich das sein, was den Menschen stärkt, anstatt ihn schwächt. Und da war bei mir so klack, jetzt ist eben auch ein Teil davon nicht nur Utopie, sondern jetzt geht es darum, ein paar Dinge konkret zu tun. Deswegen finde ich es gut, dass das Buch, was ja sehr hands-on an vielen Stellen ist, also ganz konkret schreibt, aufhört mit dem Kapitel Utopien, um nochmal wieder diesen Raum aufzumachen für Leute, die sagen, okay, und ich denke das jetzt nochmal weiter. Was wäre jetzt für dich etwas, wo du sagst, mit dem Thema würde ich mich jetzt mal als nächstes auseinandersetzen oder da würde ich drauf aufsetzen, also what's next? Ich würde gerne noch, das verbindet vielleicht Svantjes Frage nach zwei Utopien und deine jetzt nach dem konkreten nächsten Schritt, noch das Verantwortungseigentum nennen als eine Teilutopie, die uns an verschiedenen Stellen in unserem Podcast begegnet ist, ob es die beiden Einhorn-Gründer waren, die uns davon berichtet haben, wie sie ihre Firma quasi sich selbst geschenkt haben, ob das der Erlebnispädagoge und Biologe, wie hieß er noch? Kevin Loon. Kevin war, den wir als Tramper mitgenommen haben und der uns erzählt hat, dass er mit Freunden gemeinsam ein Haus gekauft hat, das Haus sich selbst geschenkt hat, damit die Miete niedrig sein kann. Also Verantwortungseigentum ist ein Konzept, an das ich sehr glaube. Wir haben das in Hamburg dann gesehen mit dem neuen Amt Altona, wo ein öffentliches Gebäude zur Neuverwertung ausgeschrieben wurde und sich dort eine Gruppe von Menschen beworben hat, die eben genossenschaftlich organisiert in diesem Gebäude einen Coworking Space betreiben möchte, um auch der Gentrifizierung von Bürospace in Hamburg etwas entgegenzusetzen. Und ich glaube, in dieser Idee von Verantwortungseigentum liegt ein gigantisches Feld, wie wir diese riesige Schere zwischen Arm und Reich, die ja auch Frithjof Bergmann mit seinen 4 Tsunamis schon beschrieben hat und die auch viele andere kritische Autoren immer wieder anmerken, dass wir da ein Instrument haben, was sehr hilfreich sein kann. Ich glaube, da würde ich gerne tiefer reingucken. Und es sind ja in Skandinavien sind um die 40% der Firmen ja bereits im Verantwortungseigentum. Ja. Das heißt, so exotisch ist das gar nicht mehr. Okay. Nur ganz Guck mal, das häufig wusste ich gar irgendwie für deutsche Firmen, Ja. genauso wie ja auch
große Unternehmen in Deutschland wie, glaube ich, die Zeiss und Bosch Stiftung sich auch im Verantwortungseigentum befinden und es ganz viel Research darüber gibt, dass diese Firma viel nachhaltiger gestaltet ist, weil es keinen Shareholder gibt, der kurzfristig Gewinne rausziehen will, der irgendwie seinen Ruhestand plant, der guckt, wie kann ich einen Exit hinkriegen. Und dass dadurch auch viel mehr in die MitarbeiterInnen investiert wird, weil wirklich auf Langfristigkeit geschaut wird. Ja. Also total schönes Thema. Genau, und dann, um noch einen Schritt weiter zu gehen, liegt noch nahe, das haben wir beide auch schon entschieden, dass wir in diesem Jahr viel mehr Gäste einladen möchten, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Denn wenn wir uns die 4 Tsunamis, die Frithjof Bergmann eben in den 80er Jahren schon beschrieben hat, die es zu lösen gilt, dann ist dort eben die Klimakatastrophe, der Umgang mit Ressourcen genannt. Und das zeigt das Kapitel Nachhaltigkeit, das Svante geschrieben hat, liegt hier ein ganz, ganz großer Hebel. Und wenn wir New Work als etwas sehen, was Menschen stärken soll, dann soll es auch stärken, dass sie die richtigen Dinge tun und nicht nur die Dinge richtig tun. Und deswegen glaube ich, wäre das dann der nächste Schritt. Und vielleicht das nächste Video. So eine Endlosreihe. Es ist Freitagabend. Ihr habt gar nichts vor. Habt ihr was vor am Wochenende? Ich finde 5 ist eine gute Sache. Ja, so Gott, mach mich fertig. Subscriben nicht vergessen. Buch bestellen und sei es für Mutti. Es lohnt sich. Und wir sehen uns im nächsten Video. This is not a delusion, the start of a